Heute wird es richtig maritim. Wir sprechen über die deutsche Marine. Und Grund dafür ist ein Flugzeug von Kobi. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und der Grund, warum wir heute über die deutsche Marine und ihre Geschichte reden, ist dieses Set, das nämlich historisch gesehen ein Teil dieser Geschichte war, nämlich die Marineflieger. Genau gesagt das Kobi-Set 5907 aus der Armed Forces Serie, der Lockheed F-104 Starfighter, eben in der Lackierung der Marineflieger. Freunde, heute gibt es also ein spannendes Klemmbaustein-Set, tolle Fakten und generell viel zu erkunden, was das Thema Kobi angeht. Deswegen lade ich euch ganz herzlich auf meinen noch trockenen Bautisch ein. Ja, Freunde, da liegt der Inhalt meiner Bestellung beim Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven auf meinen Bautisch. Natürlich das Kobi-Set 5907, das schauen wir uns gleich an. Aber wichtig, fand ich ziemlich cool, im Paket lag ein Flyer vom Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven und ich finde es ja immer gut, wenn Kobi hier mit Museen zusammenarbeitet und wenn es dann solche Kooperationen gibt und solche First Editions, die man da kaufen kann, dann mache ich das immer gerne und unterstütze so die Museen. Deswegen schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei, da verlinke ich euch das. Denn historische Fakten hier zu erzählen ist relativ einfach. Solche historischen Fakten, also solche Maschinen am Leben zu halten und für die Nachwelt zu konservieren und Geschichten darüber zu erzählen, ist das eine. Deswegen Hochachtung für diese Institute. Ganz schön, dass es eine kleine Postkarte gab mit einem Foto einer Brücke und einer Danksagung, das ich bestellt habe. Und dann natürlich ganz schick das Zertifikat für den 24. Starfighter, den ich da gekauft habe. I owned this first. Richtig cool, das wollte ich haben. Das gleiche Material auch wie die normalen Kobi Limited Zertifikate. Dann haben wir hier unsere 5907 Lockheed F-104 Starfighter in den Farben der bundesdeutschen Marineflieger Armed Forces. Lockheed Martin Version ist klar, beziehungsweise Lizenz. Maßstab 1:48. Was mir auffällt, 428 Steinchen, denn auf dem Karton der 2426 des Starfighters in der Vietnam War Serie haben wir 10 Steinchen mehr. Mal gucken, wo die geblieben sind. Ich denke mal, Kobi hat sich hier wahrscheinlich vielleicht nur verdruckt auf dem Karton, weil auf den ersten Blick sieht alles gleich aus und ein Stand haben auch beide. Naja, schauen wir uns jetzt mal die Rückseite an. Tada! Da sehen wir ein paar Fakten, bekommt ihr gleich noch. Wir haben den Stand, wir haben hier diese schönen Markierungen über die Farben, da reden wir nochmal drüber. Und wir sehen hier auch, dass der Starfighter 33 cm lang wird und 16 cm in der Breite, beziehungsweise bei Flugzeugen spricht man ja von der Spannweite. Und hier seht ihr noch den Preis, den ich bezahlt habe. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob dieser Karton genauso fliegt wie der Vorgänger aus der Historical Collection Vietnam War Serie. Freunde, wir wollen ja in den Innern gucken. Ja, Freunde, da liegen 15 Bautüten auf meinem Bautisch. Natürlich schwarz, hellgrau, dieses weißgrau und orange dominieren hier. Ein bisschen Transclear haben wir auch und die typische Kobi Spitze für Düsenjäger. Und irgendwo habe ich auch das bedruckte Typenschild gerade gesehen. Aber was mir auffällt, hier, da haben wir viele Drucke. Was mir auffällt, wir haben hier 15 Tüten. Bei der 2426 hatten wir 18 Tüten. Also es scheinen hier wirklich ein paar Steine gespart worden zu sein. Ich blätter mal durch. Ist hier vielleicht das Fahrwerk weggespart worden? Ja, auf dem ersten Blick sieht es... Nee, doch nicht. Da ist es auch. Also ganz, ganz komisch. Wir müssen es herausfinden. Optisch die Anleitung, genau wie der Karton, DIN A4 mit einer Klammer zusammengehalten. Pad Printed heißt, alles hier sind Drucke. Und wir achten natürlich, wenn wir neu sind bei Kobi, aber auch generell hier auf die Legende, denn Kobi-Steine sind ja 100% kompatibel, aber in der Form und Funktion manchmal unterschiedlich. Der aktuelle Baustep ist immer der farbliche, der Rest ist ausgegraut. Pfeile weisen uns den Weg und wir haben kleine Anlegestellen
Hilfen, wie wir bauen, und wir achten auf die kleinen Zusatzkästchen, wo es nochmal Sonderschritte erklärt gibt. Und fertig sind wir dann mit dem Baustep 78, wenn wir den Stand an unseren Starfighter stecken. Auf der letzten Seite traditionell die Steine mit ihren Namen, also als Nummer. Und dann könnt ihr, falls euch ein Stein fehlt, ich hoffe es nicht, auf dem Service-Tag hier bei Kobi den fehlenden Stein monieren. Altersabgabe, nicht Abgabe, Angabe, abgeben sollt ihr das bestimmt nicht. Es soll euer Set sein, 8 plus. Und die traurige Zwiebel und dass es in der EU hergestellt wurde, ist, glaube ich, ganz klar. Also, mysteriös, 3 Bautüten weniger und angeblich 10 Steine weniger. Wir werden es herausfinden. Ich wünsche euch jetzt, liebe Freunde, ganz, ganz herzlichen Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen und Recherchieren, liebe Freunde. Speedbit-Zeit ist Faktenzeit. Heute geht's auf die hohe See und in luftige Höhen. Mit der Deutschen Marine. Vom Kalten Krieg bis zu internationalen Missionen der Gegenwart. Wir werfen zusammen, liebe Freunde, einen Blick auf Geschichte, Technik, Flugzeuge, Schiffe und Personal der Seestreitkräfte Deutschlands. Und ja, die legendären Marineflieger bekommen heute einen besonderen Platz. Nach 1945 war es zunächst vorbei mit deutschen Streitkräften. Doch mit dem beginnenden Kalten Krieg änderte sich alles. Die Bundesrepublik wurde Teil des Nordatlantischen Verteidigungspaktes der NATO und 1956 entstand die Bundeswehr samt eigenständiger Bundesmarine. Der Auftrag: Sicherung der Nord- und Ostsee, Schutz der Handelsrouten, Minenabwehr und U-Boot-Jagd im Rahmen der NATO-Strategie. Viele der ersten Kommandeure hatten Erfahrungen aus der Kriegsmarine. Ein umstrittenes, aber praktiziertes Vorgehen zur schnellen Truppenbildung. Mit der Wiedervereinigung 1990 wurde aus der Bundesmarine die Deutsche Marine. Ein Teil der Volksmarine der Deutschen Demokratischen Republik wurde integriert, aber vieles wurde auch ausgesondert. Seitdem entwickelt sich die Marine von einer Verteidigungsflotte zur Einsatzflotte mit globalem Mandat. Die Aufgaben reichen fortan von humanitären Einsätzen, Krisenmanagement über Pirateriebekämpfung bis hin zur Abschreckung und Präsenz im Indopazifik. Heute, im Jahr 2025, umfasst die Deutsche Marine etwa 16.500 aktive SoldatInnen. Darunter 2.500 bei den Marinefliegern, zusätzlich mehrere tausend ReservistInnen sowie über 4.000 zivile Mitarbeitende, die in Werften, Forschung und Versorgung tätig sind. Im Jahr 2025 zählt die Flotte der Deutschen Marine 11 Fregatten, darunter dreimal die Klasse F-124 Sachsen für die Luftverteidigung, viermal die Klasse F-125 Baden-Württemberg für Langzeitmissionen, viermal die Fregatten F-126, die für Multirole-Einsätze gedacht sind, diese befinden sich aber noch im Bau, 5 Korvetten der Klasse K-130, der Braunschweig-Klasse, hier befinden sich 5 weitere im Bau, 6 U-Boote der Klasse 212A mit leiser Brennstoffzellentechnologie, 2 Einsatzgruppenversorger, kurz EGV, der Berlin-Klasse, das sind übrigens die größten Schiffe der Deutschen Marine, sowie diverse Minenjagdboote, Tender, Schlepper und Spezialschiffe. Es gibt 2 große Projekte, Teil davon habe ich schon erwähnt, nämlich die neue F-126er Klasse, die zukünftigen U-Boote der 212CD-Klasse, die gemeinsam mit Norwegen entwickelt werden, und ein eigenes Raketenabwehrsystem auf See, das in Entwicklung ist. Sprechen wir aber über den Teil der Marine, der hier einen besonderen Status bekommen soll in der Faktenzeit, nämlich die Marineflieger. Ein zentraler Teil der Marine sind nämlich die Marineflieger, die gebündelt sind auf den Stützpunkt in Nordholz, Niedersachsen. Heute im Einsatz sind die P-3C
Orion, ein Langstrecken-Seeaufklärer und U-Boot-Jäger, wird aber ab 2026 durch die Boeing P-8A Poseidon ersetzt. Die NH-90 Sea Lion Transport- und SAR-Hubschrauber, die NH-90 Sea Tiger U-Boot- und Überwasserkampfhubschrauber und die Sea Lynx Mk-88A Bordhubschrauber auf den Fregatten für die U-Boot-Jagd. Geplant sind unbemannte Drohnen wie die Sea Falcon, die die Küstenverteidigung und die Aufklärung unterstützen sollen. Seit 1956 waren die Marineflieger ein eigener Zweig mit festen Geschwadern. Früher gab es sogar eine eigene Jagdkomponente, darunter die Lockheed F-104G Starfighter, die wir gerade hier bauen, die von 1963 bis 1986 im Dienst waren. Die Dassault Breguet Atlantique Seeaufklärer, die durch die P-3C abgelöst wurden. Und eines der ersten U-Boot-Jagdflugzeuge oder Bekämpfungsflugzeuge, die Fairey Gannet, die bei der Bundeswehr eingesetzt wurden, kamen aus Großbritannien. Und last but not least Typen wie die Breguet Alizé, die Nord Atlas, die Seahawk, die Do 28, die Sea King Mk-41 und viele weitere Typen. Die berühmten Marinefluggeschwader 1 und Marinefliegergeschwader 2 verfügten über Jagdbomber und Aufklärer sogar im Rahmen der nuklearen Teilhabe im Kalten Krieg. Ein markanter Einschnitt kam dann 2005. Die letzten fliegenden Jagd- und Kampfflugzeugkapazitäten der Marine, zuletzt die Tornado IDS, wurden direkt an die Luftwaffe übergeben. Der Marine blieb fortan nur noch die Seeaufklärung, die U-Boot-Bekämpfung, Transport, Rettung und die bordgestützten Hubschrauber. Die politische Idee: doppelte Strukturen abbauen und Ressourcen bündeln. Seitdem sind die Marineflieger und Luftwaffe deutlich stärker voneinander getrennt, auch wenn sie im Einsatz oft zusammenarbeiten. Die Marine ist heute aktiv in folgenden Missionen: die UNIFIL im Libanon, hier bei der Küstenüberwachung und Ausbildung, bei der Operation Atalanta, die Piratenbekämpfung vor Somalia, bei der Standing NATO Maritime Group SNMG-1 und SNMG-2, ständig vorgehaltene Einsatzverbände im Rahmen der NATO, bei Indo-Pazifik-Fahrten wie die der Fregatte Bayern 2021 und der Hessen 2024, um dort die Partner zu unterstützen und Präsenz zu zeigen, sowie bei ständigen NATO-Großübungen wie die Baltops und Dynamic Mongoose. Kommen wir mal zu einem Fazit meiner kleinen Faktenzeit. Die deutsche Marine im Jahr 2025 ist modern, weltweit einsetzbar und technologisch gut eingestellt. Zwar keine Großmacht wie die US Navy oder die chinesische PLAN, aber effizient, verlässlich, hochqualifiziert und strategisch gut eingestellt und wichtig für viele Partner im Norden Europas. Und auch wenn die Jagdflieger heute fehlen, mit modernen Drohnen, neuen Seeaufklärern und digitalen Waffensystemen ist die Marine bereit für die Zukunft. Nach genau 1 Stunde und 1 Minute Bauzeit steht er da, unser Starfighter, der in der Kooperation mit dem Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven entstanden ist. Das Cobiset 5907 aus der Armed Forces Serie. Natürlich in der Lizenz von Lockheed Martin, das Set 5907 mit 428 Steinchen, das Schwestermodell des Starfighters aus der Historical Collection der Vietnam War Serie. Wet ist ein kleiner Sprachfehler von mir, ich meine Vietnam War Serie. So ist es richtig. Unsere 24, 26 mit 438 Steinchen. Und auf den ersten Blick kann ich euch jetzt schon sagen, und das hätte ich euch auch gleich eigentlich beim Review, als sich mir die Frage quasi gestellt hat, sagen können, wir haben hier ja eine Version mit einer Luftbetankungsmöglichkeit, hier mit diesem Rohr und den Stutzen, den hat unsere Marineversion der deutschen Marineflieger nicht. Deswegen haben wir hier 10 Steinchen mehr. Wir gucken uns aber die Flugzeuge im Vergleich gleich erst an. Einmal natürlich der Hinweis, was haben wir an Steinchen über. Die üblichen Verdächtigen, um hier das Fahrwerk anzubringen. Ich habe beide Versionen hier, deswegen habe ich die bundesdeutsche
Marineflieger-Version ohne gemacht, weil wir sie im Original vor dem Museum auch ohne Fahrwerk stehen haben. Deswegen habe ich sie so gebaut und die aus der Historical Collection Vietnam War halt mit Fahrwerk. Ich zeige euch auch gleich beides nochmal, dann brauche ich diese für euch nicht umbauen, aber das erklärt, warum wir hier so eine ganze Menge Steine über haben. Die Anleitung hat sich gut gelesen, es gab kein Problem. Papier ist schön Hochglanz, fast ein bisschen plastikartig, also hier könnt ihr ruhig mal drauf spucken, das könnt ihr alles abwischen. Habe ich bei Kobi so auch selten gesehen. Ihr seht schon hier, wie das glänzt, also deswegen kann ich hier nicht meckern. Es gibt eigentlich keinen Bauschritt, der hier schwierig ist, also eine wirklich sehr gute Anleitung. Wie gesagt, fast schon aus Plastik kommt sie daher, sehr glatt. Dann auch natürlich ein Hinweis nochmal, das Zertifikat. Wie gesagt, gibt es nur bei der Version, die man im Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven kaufen kann, wenn euch das wichtig ist. Wie gesagt, ich unterstütze immer gerne Museen, deswegen war das für mich ein Pflichtkauf. Wenn dieses Video rauskommt, dann gibt es diesen Flieger auch schon bei Kobi und bei Händlern zu kaufen. Aber ich finde halt immer, Museen zu unterstützen, die auch wie hier die Grundlage bilden für so ein Modell, finde ich immer, ist das, was man vorziehen sollte. Aber das dürft ihr machen, wie ihr wollt. Ich will euch da nichts vorschreiben. Schauen wir uns unseren Starfighter einmal an. Schauen wir uns natürlich zuerst einmal hier den Stand an. Typisch Transclear. Ja, Standachsenaufnahme. Ich sage immer Kaffeeumrührer. Es ist ein sehr komisches Plastikteil. Könnte auch das Ende eines Kleiderbügels sein. Ihr kennt es. Bei Kobi glaube ich auf lange Frist ein Auslaufmodell, denn wir haben ja schon die neue Variante gesehen. Das Typenschild schön bedruckt mit hier unserem Tatzenkreuz und F104 Starfighter, Maßstab 1:48 und sonst ja Stand, wie wir das kennen. Das Flugzeug an sich ist so eine Sache. Die Farbe, da haben sich viele drüber gestritten. Kobi begreift natürlich hier ja eigentlich, wie es sein sollte, bedient sich aber der bekannten Farben aus deren Portfolio. Sie haben ja auch jetzt nicht für jede Farbvariante ein eigenes ABS-Granulat, aber dieses Weißgrau von der Unterseite und das ja, Hellgrau, Light Bluish Gray, so nenne ich es mal, bei Kobi kennen wir schon. Deswegen hat Kobi hier natürlich die Farbvariante gewählt. Ich bin ganz froh, dass wir nicht so ein Babyblau bekommen haben, wie zum Beispiel beim Tornado der Bundeswehr von Kobi. Die Flügelform typisch Starfighter, dies Orangene auch typisch für die deutschen Marineflieger, aber untypisch bzw. absoluter Fake sind die Markierungen. Die sind nämlich ausgedacht, die hat dieses Flugzeug bekommen für das Museum. Hergestellt wurde diese Maschine übrigens in Belgien bei einem Lizenzproduzenten. Alles weitere dazu aber nachher bei der Fotoshow. Trotzdem haben wir tolle Drucke hier auf diesem Teil, dieser Wedgeplate am Cockpit, der auch ein bisschen dafür zuständig ist, dieser ja, Druck bzw. diese Wedgeplate, dass das Flugzeug etwas eckig wirkt. Ihr seht es hier ein bisschen, eigentlich haben wir eine sehr runde Form. Hier oben dann wieder sehr flach. Das ist auch so ein bisschen so der Nachteil, finde ich. Sieht aus wie so ein Twix, was platt gedrückt ist. Ja, und hier haben wir halt dann durch diese Wedgeplate, die wirklich wunderschön bedruckt ist, aber halt eckig ist, so einen komischen Bruch in der Formgebung. Sonst hier überall Drucke, auch da Marinefliegergeschwader 1, die Marine steht drauf. Von unten auch schön mit diesen flachen, dreieckigen Fliesen, die Tatzenkreuze, das gefällt mir sehr gut. Schade auch, und das habe ich auch beim Review hier zur 2426 bemängelt, ist, dass wir hier keinen Abgasstrahl oder sowas haben. Sonst eine sehr klare Formgebung, schöne Formteile auch hier, auch schön gelöst hier mit den Hinge-Elementen, dass wir die Flügel, diese kleinen Stummelflügelchen anbringen und auch schön dieses Orange, auch wenn es so ein bisschen durchsichtig ist. Seht hier, kann man diese Schatten, das sind die Tubes, die da drin stecken, sehen kann. Aber das macht Kobi hier schon einen Tucken besser als so manch anderer Hersteller, zum Beispiel aus dem fernen Osten. Schauen wir uns mal den Piloten an. Jetzt bräuchte man natürlich Fingernägel. Traditionell habe ich die natürlich nicht, weil ich Kobi-Bauer bin. Auch schön bedruckt hier die Kanzel und der Pilot und das Cockpit. Auch hier sieht man schön bedruckt.
Ich versuche mal ein bisschen ranzukriegen, hier mit der Kamera ein bisschen schwierig, aber da seht ihr schön bedrucktes Cockpit-Element. Jetzt habe ich die Spitze abgenommen, weil ich nicht gegen die Kamera stoßen wollte. Und hier haben wir unseren kleinen Piloten, der ja schön bedruckt ist, aber leider ja nur so eine halbe Kubi-Figur ist, die man hier so rein wirft, sage ich mal. Es ist echt schade. Ich finde bei solchen Sets, die in Zusammenarbeit entstehen, die wir ja als Deutsche jetzt hier natürlich sofort kaufen wollen. Der Tenor war ja auch, ich möchte diesen Starfighter haben, bei fast allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Warum Kubi dann nicht einfach eine extra Minifigur rausbringt? Dann kaufen das doch noch mehr Leute. Denn auch die Fans der Minifiguren bei Kubi werden ja immer mehr. Sonst typische Bauweise: hier oben diese Slopes, hier hinten die Slopes mit Noppen, unten dann natürlich Baurichtungsumkehr, sonst hätten wir hier nicht diese Noppen bzw. Negativnoppen. Und ja, das Fahrwerk wird wie folgt umgebaut. Ich zeige es euch jetzt anhand der 2426, dass wir hier einfach Steine rausnehmen. Ihr seht es schon, dass wir hier einfach hier vorne Stein rausnehmen, haben wir dieses Fahrwerksteil, und hier hinter ist eine 2x3er Fliese bei der Starfighter Version der Marine, und hier oben halt ist dann dieses Teil, was wir über haben, dieses Fahrwerksteil eingesteckt, hier hinter der Aufnahme für den Stand. Also schön gelöst, sieht markant aus, kommt gut daher. Welche Version jetzt euch besser gefällt, bleibt euch überlassen. Ich muss sagen, dadurch, dass es die rechte Version wirklich gibt, historisch, ist die hier mein Favorit. Aber das hat nur was mit den historischen Fakten zu tun. Optisch sieht diese Fake-Marine-Version auch ganz gut aus. Wie gesagt, eine 22 hat es nie gegeben. Und hier muss ich mal wirklich richtig festdrücken. Aber ich weiß auch schon, haha, warum mir die Spitze mal abfällt. Schaut mal. Ich habe nämlich hier die Bolzen vergessen. Die gehören nämlich eigentlich da vorne rein in meiner Tüte der Steine, die über sind. Das machen wir doch noch schnell, und dann wisst ihr auch, warum mir das Fahrwerk jetzt hier die Nase immer abgefallen ist, denn da sehen wir auch die Bolzen. Und das sind die Steine, wie gesagt, die über sind. Viel Bügelperlen. Und bei Bügelperlen tut sich bei Kubi auch etwas. Finde ich ziemlich klasse. Kubi hat nämlich quasi eine Revolution der Bügelperle ausgerufen. Jetzt hier im August 2025 habe ich es zum ersten Mal gemerkt bei der Limited Edition, die ich euch demnächst vorstellen werde, zum Panzer 1 bzw. zum 7TP. Dort bekommen wir nämlich Bügelperlen mit einer Verengung. Und somit können Bügelperlen nicht mehr über Stäbe rüberrutschen, was man ab und zu ja hat, dass man hier so eine glatte Oberfläche hat. Nein, dort haben dann Bügelperlen eine Verengung und können nicht mehr runterrutschen. Das nur mal so am Rande. Es lohnt sich also, meinen Kanal zu abonnieren. Da wird es demnächst nämlich diese Geschichte zu sehen geben. Ja, gebaute Geschichte hatten wir hier. Ihr dürft entscheiden, welche Version euch besser gefällt. Wir reden jetzt noch ein bisschen über diese Version, denn ihr bekommt natürlich jetzt eine kleine Fotoshow, in der ihr nochmal alle Details dieser Maschine und auch ein bisschen dieser Maschine sehen könnt. Viel Spaß bei der Fotoshow, bei den weiteren Fakten rund um unseren Starfighter hier, und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie versprochen, an dieser Stelle ganz normal bei jedem meiner Videos. Ihr bekommt hier Detailbilder, damit ihr euch selber einen Eindruck vom Kubiset 5907, der Lockheed F104, dem Starfighter, machen könnt. Hier ja mit der taktischen Kennung 2222 des Marinefliegergeschwaders 1. In der G-Version, es war eine Lockheed F104G. Ganz wichtig, ich habe ja gesagt, so ganz stimmt das gar nicht mit diesem Flugzeug, weil dieses Flugzeug hier, was im Deutschen Marinemuseum steht, eine leere Hülle ist, die dem Marinefliegergeschwader 1, später auch dem Marinefliegergeschwader 3, lange zur Ausbildung und in Übunghaltung der Techniker in der Instandsetzung diente. Wir haben hier also nicht wirklich eine fliegende Maschine. Es war ein quasi Technikdemonstrator, so glaube ich nennt man das heutzutage,
Also ein Gerät, an dem man rumbasteln kann. Ich kann euch sagen, in dem letzten Autohaus, wo ich gearbeitet habe, gab es für Auszubildende auch so Fahrzeuge ohne Fahrgestellnummer, an denen man rumschrauben konnte, damit die Azubis, wenn es in die Richtung ihrer Prüfungen ging, auch noch etwas üben konnten. Und diese Maschine, diese 2222, die beim Deutschen Marinemuseum steht, ist halt so eine Maschine. Also ohne Triebwerk, einfach ein Flugzeugchen zum Rumschrauben. Bilderquellen zu diesem Flugzeug vor dem Museum und auch zum Original und alles rund um das Deutsche Marinemuseum, das packe ich euch alles unten in die Videobeschreibung, liebe Freunde. Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende, als dass ich mich nicht satt sehen kann an den Starfightern von Kobi. An der 2426 und heute im Review-Jahr die 5907. Historisch habe ich euch gesagt, kickt mich die Vietnam War Serienversion mehr. Die Marine-Version wird natürlich für den deutschen Markt mehr das Set sein, was im Fokus steht. Gewichtstechnisch und Teilepreis per Cent mäßig nehmen die beiden sich ja wirklich nichts. Die 10 Steine mehr oder weniger bringen nichts. Man muss es aber trotzdem wissen, ob sich 50 € für eine Stunde Bauzeit und dann Äonen von Stunden staubend im Regal wert sind. Das könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich muss sagen, diese beiden Sets haben gezeigt, Kobi hört doch auf uns, denn der Starfighter wurde ja schon lange von vielen gewünscht. Und wenn man denkt, wir haben die Phantom gehabt, wir bekommen sogar noch eine Vietnam Phantom, den Starfighter haben wir bekommen. Also Freunde, ich glaube schon, dass Kobi auf jeden Fall, was das Flugzeugsegment angeht, auf seine Zuschauer hört. Welche Sets fehlen euch noch? Auf welche Wünsche von euch soll Kobi noch hören? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen da, gebt mir generell einen Kommentar als Kritik ab, teilt das Video und wenn ihr gerne wollt, werdet Kanalmitglied, dann bekommt ihr solche Videos auch eher und könnt teilweise mitbestimmen, welche Videos ich hier drehe. Und über einen Hype würde ich mich auch freuen. In diesem Sinne, Freunde, wie immer, einen guten Flug, wobei man auch hier bei so einer Marine-Sache gut sagen kann, Schiff Ahoi, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.